Noch mal gucken, wie es wird. Ich habe noch keine Ahnung, aber hast du eine Idee? Ich hab alles im Kopf. Gut, dann Hick in der Sonne. Tschüss. Und sonst so? Und so sind wir eigentlich individuell mit der Höhe des Lattenrostes. Ja, wie geil! Oh, das passt! Wie kann das denn passieren? Moin! So, wir sind wieder auf unserem Lieblingsplatz, um unseren Van aufzubauen. Christina ist schon ganz wild, hier was zu schaffen. Ja, doch, hat sie mir eben gesagt. Heute geht es um die Lattenroste. Die wollen wir erstmal auf Länge bringen und dann irgendwie probieren, hier irgendwie zu befestigen. Das soll irgendwie so aussehen, dass wir hier so eine Art Brett anbringen und dann 2 Nuten reinarbeiten, sodass man die Lattenroste hier so reinschieben kann, weil wir die auf dieser Höhe ungefähr brauchen. Ja, nochmal gucken, wie es wird. Ich habe noch keine Ahnung, aber wir werden sehen. Hast du eine Idee? Ich hab alles im Kopf. Machen wir. Gut, dann ist sie heute wieder dran. Gut, dann Hick in der Sonne. Tschüss. Halt mal ran. Hier unten ran. Oder hier neben. Gleich hier neben? Wie lang ist denn das? So, hier sagst du, ja? Ja. Wenn sie das sagt. Doch der andere Strich. Die andere Seite mal erstmal. Warte. Das ist ein Strich hier. So, wenn es zu kurz ist, schläfst du drauf. Na, 1A. ideal. So, mit den abgeschnittenen haben wir auch gleich eine Bohrschablone. Die kann man dann hier ranhalten, auf Höhe bringen und mit Schnellspann, die man sich vorher wieder aufgemacht hat, und mit Schnellspannzwingen kriegt man hier eine super Bohrschablone hin und auch gleich den richtigen Abstand. Tada! Ideal! So, und dann sollte das hier eigentlich passen, wenn man das hier trifft irgendwie. Ah, hier. So, drin. Supi. Perfekt. Ja, so soll es dann aussehen. Hier werden wir gleich hier Einpressmuttern reinbringen und dann bringen wir hier ein Brett ran. Habe ich jetzt schon mal angezeichnet. Und auf dieses Brett bringen wir dann ein zweites Brett, was eine Einfräsung hat, wo das Lattenrost eingehangen werden kann. Und so sind wir eigentlich individuell mit der Höhe des Lattenrostes. Für den Anfang oder für später hat man immer noch die Möglichkeit, sich hier unterschiedliche Höhen dann aufzubringen. So, und das probieren wir jetzt mal. So, wir wollen die Schrauben natürlich versenken, eine Unterlegscheibe, dass die unterhalb des Brettes ist. Deswegen werden wir die mit dem Topfbohrer jetzt versenken. Jo, passt. Sehr schön. Subi! Hallo! Noch näher. Geht nicht. Jetzt haben wir in der Not geschraubt. Und sonst so? Fest? Nicht ganz. Soll ich richtig festmachen? Ja, probier mal. Ja, reicht da fürs Erste. Cool. So, erstes Brett dran. Sogar relativ gerade. Ich bin ja entzückt. Cool. Ich habe sie auch angeschraubt. Hier sieht es auch sehr gut aus. Ja,
Jetzt müssen wir mal unsere Auflagen fräsen, sägen, keine Ahnung. Irgendwie so eine U müssen wir da reinkriegen. Mal gucken. Wir werden es mal mit dem Topfbohrer probieren und wenn nicht, sägen wir den Rest mit der Stichsäge. Schauen wir mal. So, wir haben uns hier so eine Einniet-Mutternzange gekauft von unserem eigenen Geld. Wahnsinn. Ja, da kann man hier vorne eine Nietmutter draufpacken. Was ich bei diesem ganz geil finde, du musst sie nicht raufschrauben. Du setzt sie nur an und ziehst die nur rein und dann ist sie drauf. Wenn man hier dran zieht, dann dreht sich oben dieses Ding. Dann kann man die ganz einfacher spannen. Und dann setzt man die jetzt ins Loch rein und kneift die zu. Dann wird die hier breiter und dann hat man Niet. Kommt mal mit. Reinsetzen, anlegen, zusammenpressen, loslassen, ziehen, draußen, fest. Oh. Supi, wa? Der nächste Vorgang, ansetzen, diesen Pinökel hier wieder reindrücken, so, oder reinsetzen, ansetzen, zusammenpressen, Spuren ziehen, fertig. Das ist so geil! Was hätte man sich dahin abgebrochen vorher? Also ich find's cool. Ja, kostet ein bisschen was. Also ich habe jetzt glaube ich irgendwie so 50 € bezahlt, aber das ist es unheimlich wert, anstatt da rumgefummelt wird. Also ich bin voll zufrieden. Ist geil. Willst du auch mal? Normal. Mach doch auch mal. Die Zehner, die haben es echt in sich, du. So. Die Übersetzung blenden wir ein. Gut. Das war einfach. Ring, ring. Einfach. So, die anderen Seiten auch. Ihr wollt ja immer sehen, wenn was nicht klappt. Erzähl mal, was nicht klappt. Was klappt denn nicht? Die fehlende Schraube. Die fehlende Schraube. Weil? Weiß ich nicht. Ich Die- muss Kaffee kochen. Ich bin doch hier für den Kaffee zuständig. Ich will auch nicht so irgendwas anschrauben. Ja, man muss ja mit einbeziehen. Nee, macht ja auch Spaß. Da ist eine M10er drin und wir haben irgendwie keine M10er Schraube dabei. Deswegen haben wir jetzt nur die 8er jetzt festgeschraubt und machen jetzt erstmal nur die 8er und die hinteren setzen wir dann noch nach. Ja, das hat leider nicht geklappt. Ich fahre jetzt nicht wegen einer Schraube in den Baumarkt und stelle mich da an. Aber morgen. Anscheinend doch. So, wir sind jetzt reihum fertig, haben jetzt unsere, ja, die Grundplatten, so nenne ich sie mal, hier rangeschraubt. Die sind richtig schön stabil. Das ist 15-lagiges Multiplex, also die halten auch ordentlich was aus. Und jetzt haben wir hier folgende Möglichkeit, unser Lattenrost frei drauf zu platzieren, wie wir das wollen. Dazu haben wir uns jetzt entschieden, dass wir nichts wegschmeißen von dem, was wir hier abgesägt haben. Das sind die Reste von dem Lattenrost. Und wir werden das einfach mit zurechtgesägten, auch Multiplex-Platten, hier an die Kante schrauben und die unten drunter. Und dann kann unser Lattenrost von hier so eintauchen, sodass der nicht zur Seite kann. Ganz außen auf der rechten Seite werden wir das auch so machen. In der Mitte gibt es nur eine Unterstützung von unten und dann können die Lattenroste ja auch gar nicht weg. So, zum besseren Verständnis habe ich die ganze Arbeit jetzt schon mal gemacht. Die Dinger sind jetzt schon gesägt und sieht jetzt so aus. So sind die 3 Flächen, die wir oben angeschraubt haben. Und das Lattenrost kommt quasi dahin. In der Mitte kommen ja 2 vom linken und vom rechten Lattenrost. Und hier wird auch eins angebracht. Hier kann es nicht weg, hier kann es nicht weg und hier ist nur die Last nach unten. Deswegen schrauben wir das auch ein bisschen fester an. Das sollte mir reichen. Los geht's. So,
So soll das dann aussehen. Und jetzt müsste das theoretisch, wenn wir gut gemessen haben, reinpassen. Und das probieren wir jetzt aus. Oh, ich bin so aufgeregt. Ja. Hier vorne erst. Ja, stimmt. Also ich sehe hier nichts. Scheiße, das passt. Boah, das wird ja geil. Und jetzt die zweite? Da ist nicht mal. Da ist nicht mal ein Hauchspiel. Ein Hauch? Ein Hauchspiel drin. Und? Ja? 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 Aber wie geil. Da noch. Was ist da los? Ja, wie geil. Oh, das passt. Wie kann das denn passieren? Das ist ja cool. Wie Arsch auf Eimer. Ah, geilomat. Oh, cool. Schönes Ding. So, ja, nicht wundern. Hier wird natürlich noch jetzt eine Unterstützung gebaut. Wir brauchen nur die Streben nach unten, wo die Schubkästen sich dann befestigen. Das ist jetzt nur rein, dass sie jetzt hier in der Waagerechten sind. Also man sieht es ja hier. Hier würde ich mich natürlich jetzt nicht drauflegen, keine Angst. Aber das passt. Wie geil ist das denn? Und die Höhe ist auch cool. Jetzt kommt die Matratze hier hin, dann hat man noch die richtig schön die Höhe. Cool. Ich freue mich. Ja, wieder geht ein Tag erfolgreich zu Ende. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Wer hat denn jetzt die Tür zugemacht? Schaltet wieder ein, wenn es heißt, wer hat denn jetzt die Tür zugemacht? Bum, 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 bum. Haut rein, tschüss.